schönen guten Morgen. Gestern gab es kein Wasser, heute gibt es keinen Strom. Und zwar im ganzen Dorf. Und schon seit heute Nacht, mir ist es heute Nacht aufgefallen, dass es ein bisschen frisch war. Ja, jetzt ist es schon sehr frisch. Gott segne den Gasherd. Die da drüben in der Gemeinschaftsküche gibt es einen Gasherd, da habe ich wenigstens jetzt warmes Wasser bekommen. Draußen scheint die Sonne. Es ist zwar arschkalt, aber es scheint die Sonne. Ja, ich packe dann zusammen und mache, dass ich hier wegkomme. Hallo, mein Name ist Ruti. Ich bin mit dem Motorrad in Südamerika unterwegs und heute fahre ich zurück in die Anden. Weiß noch nicht, ob das so eine gute Idee war. Juhu! Strom ist back. Und ich wärme mir jetzt noch ein bisschen die Finger auf, weil meine Finger sind echt abgefroren. Gerade von dem draußen am Motorrad rummachen. Sieht nicht so aus, aber ich habe schon halb gepackt. Ihr seht's draußen. So schlecht sieht's nicht. Kann man das sehen? So schlecht sieht's nicht aus. Naja, ich zeig's euch gleich, wenn ich auf dem Moped sitze. So, habe ich es geschafft. Viertel vor 10 vor 1. Macht nichts. Soweit habe ich es heute nicht. Erster Anlaufpunkt, 230 Kilometer. El Dorado hätte ich beinahe gesagt. So ähnlich heißt es. Playa Doradas. Ich weiß gar nicht, wie die Temperatur ist. Ich glaube, so extrem kalt ist es nicht. 8 Grad. Mein letzter Blick auf hier auf die traumhafte Bucht. Macht's gut, ihr Wale. Und ich muss jetzt hier raus aus dem Nationalpark oder aus diesem Peninsula Park. Und dann geht es nur hoch, die Ruta 3. Es wird alles asphaltiert sein. Und dann geht es ein bisschen ab zu dieser Küstenstadt, eben diesem Playa Doradas. So, ich habe jetzt hier eine kurze Pinkelpause eingelegt. Und hier ist ein Pferdchen, dem ich beobachten. Hallo. Und hier ist zwar ein Zaun, aber das ist keine Koppel oder so, sondern das ist alles Denje-Gebiet. Der Zaun ist nur da, glaube ich, damit die Tiere nicht auf die Straße rennen. Die Guanacos, die springen da einfach drüber, das habe ich schon oft gesehen. Aber Pferde, glaube ich, die machen das nicht freiwillig. Kühe sowieso nicht. Deswegen, also die rennen hier frei rum. Weiß nicht, ob das wilde Pferde sind, aber ich weiß, dass es in der Mongolei so war. Da habe ich auch immer gedacht, das sind wilde Kamele und so. Aber das war nicht so. Die haben jemanden gehört, aber die können überall rumlaufen freiwillig. Die finden die dann schon wieder. Hier weiß ich es nicht genau. Wenn wir da hinfahren, will ich auch noch mal erzählen, wie ich die Orte finde. Haben mich schon öfters mal Leute gefragt. Bevor ich in ein Land gehe oder wenn ich das Land erreiche, hier in Argentinien habe ich es jetzt so gemacht, dann habe ich einmal schnell die 10 besten Sachen Argentiniens oder so gegoogelt und dann 3 Webseiten aufgemacht und so die Hauptpunkte, die haben dann immer alle die gleichen Punkte, mehr oder weniger. Habe ich mir dann auch angekreuzt, dann hast du auf jeden Fall die Hauptattraktionen und die Geheimtipps, die bekommst du dann von den Einheimischen oder von anderen Touristen. Also du sprichst mit irgendwelchen Leuten und dann, ja, wo willst du hinfahren? Ja, und dann, ja, du musst auf jeden Fall dahin fahren. Und dann mache ich mir immer bei Google eine Markierung und wenn ich dann in der Nähe bin, dann sehe ich, ja, da könnte man hinfahren. Manchmal ist es auch, hier sind die Entfernungen ja so weit, da bin ich froh, wenn ich irgendwo einen Punkt habe, wo ich was ansteuern kann. Und diese 2 Orte sind mir empfohlen worden als die schönsten Strandorte Argentiniens. Also hier das Playa Dorada und Las Grutas. Ja, ist hübsch.
Ist aber auch ziemlich ausgestorben hier. Die ganzen Restaurants und alles ist zu. Heißt aber nichts, es ist jetzt auch 20 vor 4. Es ist eine dumme Zeit. Es kann sein, dass dann irgendwie abends was aufmacht. Aber es wäre schön, wenn ich irgendwas zu essen bekommen würde. Ich fahre jetzt hier einmal die Piste runter. Und dann, wenn nicht, esse ich ein Stück Schokolade, setze mich an den Strand. Ist auch okay. Kann ich da hochfahren? Schon, oder? Krieg mal hin. Vamos a la playa. Bedanken für die Unterstützung bei Oliver, der fürs Tanken gespendet hat, und Gerd, vielen, vielen Dank. Und morgen möchte ich dann nach Bariloche fahren. Das heißt, es geht zurück in die Anden. Mehr Kälte und Schnee droht. So, es gibt eine Unbekannte auf dem Weg heute. Bisschen Abenteuer braucht man ja immer. Und zwar, diese Straße hier ist, glaube ich, die RN 23, die hier reingeht. Das hier ist die Route H3. Und das ist der kürzeste Weg nach Bariloche. Geht quasi einmal gerade durch. Auf Google, also Google Maps, unbedingt wollte der diesen Weg vermeiden. Also auch wenn ich nur immer diese Zwischenpunkte angegeben habe und dann nur 5 Kilometer Platz war, dann hat er mich irgendwie 100 oder 200 Kilometer nach oben geführt oder nach unten, um dieser Straße zu entkommen. Warum? Weiß ich nicht. Aber hier ist zumindest Asphalt. Jetzt habe ich mit dem Mann an der Tankstelle gesprochen. Hier steht jetzt 600 Kilometer Bariloche. Er hat gesagt, in 300 Kilometern ist Eis auf der Straße. Ja, da habe ich natürlich gar keinen Bock drauf. Aber jetzt fahren wir erstmal dahin und schauen uns das mal an. Wie hat Werner Willimann gesagt, Probleme werden dann gelöst, wenn sie auftauchen, nicht vorher. Zum Wetter, auch immer ein wichtiges Thema als Motorradfahrer und in Patagonien speziell. Es hat 8 Grad
Die Sonne scheint, also ganz gut. Ein bisschen unangenehm ist, es ist ziemlicher Seitenwind. Nicht zu doll, aber ja, wenn du das ein paar Stunden machst, dann nervt es halt einfach. Also der Wind nervt kolossal überhaupt. Es ist unglaublich. Osmond hat mir gesagt, also meine Navi-App, Achtung Bahnübergang. Und hier gibt es tatsächlich eine Zugschiene. Aber die sieht so aus, als wäre sie schon lange nicht mehr benutzt worden. Habe ich noch gar nicht gesehen. Zugfahren ist hier nicht so. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Eben waren ganz viele, die sind natürlich weg, bis ich die Kamera angemacht habe. Aber das sind immer so Rebhühner. Die habe ich zum ersten Mal, glaube ich, gesehen oder bewusst gesehen auf der Halbinsel Valdez. Ich sag mal Rebhühner. Und die sehen cool aus, weil die so auf dem Kopf wie so eine Feder haben. Also so eine hochstehende Feder. Hier, mehrere. Hello. Ich weiß nicht, ob die fliegen können. Wahrscheinlich schon, aber vielleicht auch nicht so richtig. So, jetzt passiert mal was. Und zwar eine Umleitung. Ansonsten, das geht schon sehr viel geradeaus wieder. Also, ja, frage ich mich schon, gibt es auf der Welt Straßen, die länger und mehr geradeaus gehen als das? Da habe ich auch zwischendurch gedacht, da kannst du einen Affen draufsetzen, den anschubsen und dann fährt das Ding. Mal wieder ein Fuchs. Der jagt hier die Hühner. Ich weiß nicht, es ist immer wieder faszinierend, wie einfach bis zur Unendlichkeit nichts ist. So 260 Kilometer bin ich gefahren. Ich bin hier an der Tanke. Da steht die Lucy, voll getankt. Und es ist mittlerweile 2 Grad nur noch. Und wir sind auf 700 Höhenmeter. Eis allerdings war noch nicht da, Gott sei Dank. Und jetzt habe ich mir hier einen Kaffee gegönnt, ein bisschen aufzuwärmen. Und ich habe ja mittlerweile gelernt, dass das genau wie im Sommer gilt, die Stiefel auszuziehen, weil die wärmen sich sonst nicht auf die Füße. Ich habe schon wieder kein Gefühl in den Füßen, weil die so kalt sind. Und jetzt habe ich hier Schuhe ausgezogen, um das ein bisschen aufzuwärmen. Aber jetzt ist 10 vor 5. In einer Stunde wird es dunkel. Ich will noch 120 Kilometer fahren. Könnt ihr euch selber ausrechnen. Deswegen wird jetzt nicht mehr rumgetrödelt, sondern weitergefahren. Das ist auch wieder so ein Ort, wo man denkt, ey, hier ist gar nichts. Und das ist das Hotel. Ist jetzt auch nicht, da steht mein Motorrad davor. Aber ich habe ein Zimmer bekommen, Dreierzimmer mit Gemeinschaftsbad, 9 Euro. Also ist top. Und man kann hier reinfahren, da ist ein überdachter Parkplatz.
Das heißt, ich lasse mein Gepäck auch da. Also ich nehme meine Wertsachen mit rein, aber den Rest lasse ich da drauf und mache die Abdeckung drüber. Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand irgendwas klaut. Bin ich sehr zufrieden und man kann auch noch essen da drin. Also muss ich mich nicht mehr bewegen heute und kann meine abgefrorenen Füße erstmal aufwärmen. Das ist dann so, ja, -1 Grad. Es hört sich jetzt nicht so kalt an, aber auf dem Motorrad ist kalt. Vor allen Dingen, es ist halt so, ja, ist kalt. Mir ist kalt. Ich habe jetzt nochmal das Zimmer gewechselt, weil in dem anderen war es zu kalt. Es sind mittlerweile irgendwie -6 Grad oder 7 Grad draußen. Es ist so kalt. Es ist wirklich kalt. Und hier ist es jetzt wärmer. Das Zimmer ist schön. Im Bad wollte ich mal was zeigen. Das ist das Zimmer. Und das hier ist das Klo. Ist, ich weiß auch nicht. Da ist die Dusche. Und das Klo ist genau da. Kann man das sehen? Also man hat die Füße in der Dusche, wenn man auf dem Klo sitzt. Gegenüber vom Hotel ist zufällig der Bahnhof und die Gleise werden wohl doch benutzt. Aber warum sehen die so unbenutzt aus? Der Zug fährt nur einmal die Woche und der fährt, genau wie ich, nach Bariloche. Tren Patagonico. Also man muss auch schon ein bisschen Glück haben, den zu sehen. So, jetzt noch einen Kaffee zusammenpacken, abhauen. Ich weiß jetzt nicht, wann der losfährt. Ah doch, jetzt fährt er los. Perfekt. Also eine Rarität und Besonderheit der Tren Patagonico. Durch Rio Negro sind wir hier übrigens, ist das die Region. Bariloche liegt da auch drin. Also wieder eine neue Region in Patagonien. Und hier im Zentrum ist halt wirklich, das ist wie Pampa, würde ich sagen. Die Pampa ist nochmal eine extra Region, die ist weiter nördlich. Ich weiß nicht, ob es noch schlimmer sein kann, aber hier ist einfach nichts. Bevor ich jetzt hier losfahre, wollte ich noch mal kurz sagen, hier auf diese Gegend eingehen, dass die Ruta 40, das ist halt, die fährt jeder und die meisten Leute weichen aber auch gar nicht davon ab. Es gibt natürlich Leute, die die Ruta 3 hochfahren, das ist dann an der Küste, aber hier zwischendrin und so, das scheinen nicht viele zu machen. Ihr könnt euch erinnern, an jedem Ort, in dem ich auf der Ruta 40 vorbeigefahren bin, da waren diese ganzen Schilder total vollgebappt mit Aufklebern. Und hier an der Tür bin ich der Zweite. Also, obwohl es hier ja nur 7 Straßen gibt, auf 3000 Kilometern, die meisten Leute weichen nicht ab von entweder Ruta 40 oder Ruta 3. Okay, meine GoPros machen nicht mehr so richtig mit, kalt. Und hier fängt es jetzt an, schneeig zu werden. Und ich wollte jetzt das flüssige Kettenspray aufbringen, weil es dann doch ein bisschen hügelig ist und so. Und es jetzt schlimmer wird. Und dabei habe ich festgestellt, dass ich irgendwie
20 Kilometer oder so falsch abgebogen bin, aber die normale Straße war gesperrt, deswegen habe ich gedacht, ich muss hier lang. Ich fahre jetzt nochmal zurück und guck mal, ob ich wieder auf die 23 komme, weil so muss ich irgendwie dann 200 Kilometer Umweg fahren. Ja, also kein Kettenspray. Ich fahre jetzt wieder zurück und gucken, ob ich nicht wieder auf diese 23 komme. Es gibt hier 3 Straßen und ich fahre big falsch ab. Ja, da habe ich gedacht, es wird heute gemütlich. 300 Kilometer dahin. Und jetzt bin ich hier irgendwie falsch gefahren. Oh Mann. Naja, Rolle rückwärts. Weil die Straße führt jetzt irgendwie weiter in den Süden und dann auf die 40. Naja, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Oh, meine Finger, ey. Finger weg. So, die waren vorher auch nicht da. Ich habe das Gefühl, ich bin total lost. Aber es gibt hier, also ich meine, es gibt nur die Straße. Und jetzt zeigt Google auch irgendwas an mit 50 Kilometer, eben waren es noch 20. Ich glaube, Google hat auch keine Ahnung, wo wir sind. Ja, Benzin ist leer. So, jetzt bin ich wieder zurück hier. Hier endet die Straße. Cerrado al Transido. Das meinte ich, ist gesperrt. AL Maiten Porutas. Scheiße, ich habe keine Ahnung. Ich muss halt nur hier da hoch. Ich glaube, ich bin schon vorher irgendwo falsch gefahren. So, kurz hier ziehen, sparen. Ja, ich bin hier schon falsch gefahren. Da hätte ich hier hoch gemusst. Da muss ich zurück. Bin irgendwie auf die 6 gekommen. Verdammt nochmal. Ja, hier in diesem Ingjakoveiki, in diesem Ort bin ich falsch abgebogen. Da war diese Umleitung und das sah dann mir aus hier so ein Minending. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Aber hier bin ich irgendwie falsch abgebogen. Und wenn ich Glück habe, finde ich hier auch noch eine Tanke. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Hä? Nee. Ich will irgendwie Zona Urbana, das ist doch was. So, gute Nachrichten. Ich habe eine Tanke gefunden. Und hier ist jetzt auch eine asphaltierte Straße. Das heißt, ich glaube, ich habe die Hauptstraße gefunden, ich habe eine Tanke gefunden. Ich habe ungefähr 1-3/4 Stunden wahrscheinlich verplempert dadurch. Aber ich bin zurück on track. Das war wirklich eben, war ich ein bisschen verwirrt. Ja, jetzt tanke ich hier und dann hoffe ich, dass es problemlos weitergeht. Mann, Mann, Mann. Jetzt bin ich zwar wieder auf so einer Rivio-Straße, aber Google sagt jetzt, ich bin auf der 23. Ich weiß zwar nicht genau, warum ich Google jetzt vertraue, nachdem ich komplett verwirrt war auch, aber ajo, ich glaube schon, dass ich jetzt richtig bin. Und es ist tatsächlich, wenn ich das richtig ausgerechnet habe, bin ich knapp 100 Kilometer Umweg gefahren jetzt. Also es war doch etwas mehr, als ich gedacht habe. Immerhin habe ich dann angehalten, sonst hätte ich es gar nicht gemerkt. Dann wäre ich einfach irgendwann, weiß ich nicht, ob da eine Tanke gekommen wäre. Hier geht es jetzt auch weiter mit Asphalt. Ja, okay.
Was haben wir jetzt noch? 190 Kilometer. 20 nach 6 ist halt schon ein bisschen dark. Vielleicht kann man was aufholen. Schön gefroren alles hier. Wie man unschwer erkennen kann, wird die Straße eisiger und es schneit auch so leicht. Und hier, Gardena Liquida. Diesmal sprühe ich es mal drauf, bevor ich mich hinlege. Das muss man drauf sprühen und da muss man es so 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Und dann hat man mehr Grip auf dem Eis. Das heißt, wie gesagt, flüssige Schneekette. Wie man sieht, habe ich hier schon mal ein bisschen aufgetragen. Man muss dann eben ein bisschen rollen, um es überall drauf zu kriegen. So. So, viel sehe ich nicht. Mein Helm ist zu geeist. Also das ist jetzt echt hardcore, muss ich sagen. Es kommt ein Auto, das ist vielleicht ganz gut. Macht mir hier die Spur frei. Ich versuche jetzt im hohen Gang zu fahren. Ich glaube, das ist schlau. Wenn ich nicht so viel Wheelspin habe. Es ist unglaublich, ich bin hier tatsächlich angekommen. Und hier ist es trocken und auch 3 Grad, also wärmer. Unglaublich. Das ist wirklich diese 23. Der Typ gestern, mit dem ich am Essen gegessen habe, der hat auch gesagt, Zentrum ist das Schlimmste und das Kälteste. Hinter mir, sieht man das? Tierra Gaucho ist das Hotel, Land der Gauchos. Es ist das günstigste, was ich so auf die Schnelle gefunden hatte. Bariloche ist teuer. Ich zahle jetzt 25 € für ein Zimmer, was schon viel ist. Naja, aber es ist ein großes Zimmer mit eigenem Bad und hey, warm und so weiter. Also ich glaube, das ist in Ordnung. Und hier ist alles sehr europäisch, sieht man schon. Deswegen wird es ja auch die Schweiz Argentiniens genannt. Und es ist auch so, das zeige ich morgen natürlich noch mehr. Schweiz, es ist bekannt für Schokolade hier. Und es gibt hier überall Schokoladengeschäfte wohl. Da und hier und da, ja, überall. Das ist jetzt auch mein erstes Mal, wo ich draußen bin. Und auch, es gibt einen McDonald's, habe ich schon seit Monaten nicht mehr gesehen. McDonald's. Da gehe ich morgen mal hin. Jetzt gehe ich erstmal zum Restaurant Abendessen. Habe jetzt schon heiß geduscht und geht es mir besser. Nicht mehr so durchgefroren. Bin froh, dass ich jetzt hier bin, als ich die Route 40 erreicht habe. Ich weiß nicht, die GoPros, die sind die ganze Zeit eingefroren. Also heute war es extrem, ging gar nichts.
Aber es war ja auch so kalt wie nie. Und Schnee und Wind und Eis. Ihr habt es ja gesehen, hoffe ich teilweise. Hab die Daten jetzt noch nicht gesichtet. Und ja, als ich dann die Route 40 erreicht habe, das war halt wie auf die Autobahn kommen. Vielleicht ist es hier auch gar nicht so schlimm dann mehr. Ja, jetzt gehe ich erstmal essen. Morgen gucke ich mir hier Bariloche an. Und dann entscheide ich weiter, wie es weitergehen soll. Ja, bevor man mich gar nicht mehr sieht, sage ich bis morgen. Gute Nacht.